Ich bin froh, dass ich hier über unsere Beobachtungen berichten darf und danke für die Einladung. Nach einer kurzen Einleitung, die mache ich ganz kurz, möchte ich Ihnen an Beispielen zeigen, was wir seit vielen Jahren beobachtet haben. Und die Bäume sind aus meiner Sicht so hilfreich, weil die Auswirkungen der hochfrequenten elektromagnetischen Felder sichtbar sind fürs bloße Auge. Und das möchte ich Ihnen heute an Beispielen zeigen. Und ich will auch zeigen, dass man kein Fachmann sein muss, man muss kein Wissenschaftler sein, sondern man muss sich aufmerksam Rundgänge machen an den Sendeanlagen. Und was man dazu wissen soll, das sage ich Ihnen und dann darauf achten und dann kann man eben ganz viel da erkennen. Zur Einleitung, das mache ich jetzt kurz, dass Sie nur wissen, wie das kam, dass wir als Ärzte Bäume beobachtet und dokumentiert haben. Es war so, dass anlässlich von Besuchen bei erkrankten Anwohnern von Sendeanlagen haben uns die Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass gleichzeitig mit ihren Symptomen Veränderungen und Schäden an den Bäumen aufgetreten waren. Und was uns besonders nachdenklich gemacht hat, war, dass die Bäume vor dem Haus mit Sichtverbindung zu einem Sender, dass sie einseitig beginnend Kronenschäden zeigten. Das bedeutet, auf der Seite, die dem Sender zugewandt war, wurden die Blätter vorzeitig gelb und braun und fielen vorzeitig. Über die Jahre sind auch die Äste auf dieser Seite abgestorben. Und das war das eine, der Seitenunterschied bei Baumschäden in einem Garten. Und das Zweite, was uns so stutzig gemacht hat, war der Unterschied zwischen den Bäumen vor dem Haus und den Bäumen hinter dem Haus. Vorne vor dem Haus exponiert, hinter dem Haus nicht im Funkschatten des Gebäudes nicht exponiert. Vorne hohe Messwerte, hinten niedrige Messwerte. Und das hat mich und noch ein paar andere so bewegt und so gepackt. Und weil wir dann, wie Sie es heute schon gehört haben, weil wir bei den offiziellen Stellen auf kein Verständnis gestoßen sind, weil man den Betroffenen, weil man dann sagte, es kann ja viele Gründe geben für Krankheiten und weil wir dann gesehen haben oder den Eindruck hatten, die Bäume zeigen es vielleicht, die machen es uns vielleicht sehr leicht. Deswegen haben wir das so intensiv gemacht. Jetzt ist es so, für diejenigen, die heute das erste Mal sich mit dem Thema befassen, denen möchte ich sagen, dass sie auf den Seiten von Kompetenzinitiative Diagnose Funk und Weiße Zone Rhön viele Beispiele finden aus den ersten Jahren. Also wir haben gesehen, haben wir es ab 2005 und intensiv dokumentiert ab 2007, 2008, ganz intensiv. Und die Vorerfahrungen, die will ich jetzt heute nur ganz kurz andeuten. Das schauen Sie einfach, können Sie da finden und es gibt auch eine Broschüre, die ich später noch zeigen kann. Und jetzt will ich zum großen Teil eben auch aktuelle Bilder zeigen und viele Schäden an Gewässern. Und ich sage vorher gerade, was die 4 wichtigsten Punkte sind. Und was jetzt eben dann halt in der Präsentation vorkommt, also das wichtigste Symptom bei den Bäumen ist der einseitige Schadenbeginn. Da gibt es eine Sammlung von einseitigen Baumschäden. Das zweite sind dann Schäden an Gewässern. Das dritte sind Entwicklungsstörungen bei jungen Bäumen. Und am Anfang natürlich mit dem Kontrast. Das ist ganz am Anfang Kontrast vorne, hinten. Und los geht's jetzt hier, das Titelbild, das zeigt Ihnen einen Ahorn, der einseitig ist, von rechts kommt die Strahlung und er steht an einem Weiher in Lübeck. Also da haben Sie gleich die beiden Symptome, einseitige Schädigung und das Wasser.
Der Kontrast, was ich anfangs sagte, was bei den Betroffenen uns aufgefallen ist, den Kontrast, da haben wir dann gefunden, dass ein ganz bekannter Gartenfachmann, Bernatzky, der hatte schon in den 80er Jahren im Zusammenhang mit Fernsehumsetzern diesen Kontrast gesehen. Vorne Sichtverbindung zum Fernsehumsetzer, hinten Funkschatten, und das hat uns sehr ermutigt. Also wir hatten, wie wir dann auf die Bäume stießen, haben wir auch nach alter Literatur recherchiert und haben eben festgestellt, dass da auch schon viel Wissen vorhanden ist, und dieser Bernatzky hat uns sehr ermutigt, weil es da ein Lehrbuch gab mit diesem Bild, genau das, was wir gesehen haben, aber das war eben schon 80er Jahre, und das hat uns gestärkt. Hier ein Bild aus Bamberg, nur ein Beispiel, da sehen Sie da wurden Hainbuchen neu gepflanzt. Auf der rechten Seite haben wir gesehen, sind sie nicht gediehen, und auf der linken Seite im Funkschatten des Gebäudes waren sie kräftiger. Das haben wir Jahr für Jahr beobachtet, und rechts waren keine sehr hohen Werte. Wenn man im Vergleich mit den heutigen, was ich später sagen werde, rechts waren 300 Mikrowatt pro Quadratmeter, das ist diese Leistungsflussdichte, und auf der linken Seite nur 10. Also das Wichtige ist der Kontrast. Ich will da nur sicherheitskorrekter halber dazu sagen, wir haben ein gutes Messgerät gehabt, HF59B von Gigahertz Solutions, und es ist eine orientierende Summenmessung. Ganz exakte Werte bekommt man mit einem Spektrumanalysator. Die Werte können also auch noch höher sein. Aber für diese Zwecke, die wir hatten, Vergleich rechts, links und vorne, hinten, da waren das gute Messwerte. Das war dann 5 Jahre später. Die Bäume sind nicht gediehen, und dann wurden sie alle entfernt, weil sie eben sich nicht entwickelt haben. Und das ist eben so etwas, was uns so bewegt hat. Also wenn es an den Bäumen so einfach ist, dann müssen wir da weitergehen. Jetzt sehen Sie hier dasselbe, also wir sind in dem Kapitel Kontrast, Funkschatten, Exposition. Das ist jetzt aus Freiburg, die Eisenbahnstraße. Wenn man da ist eine Kastanienreihe, und wenn man aus dieser Richtung drauf kam, sah man den Sender, der ist gelb eingerahmt, und die Kastanie, die Sichtverbindung zum Sender hat schon braune Blätter, die Blattränder sind braun, es war dort keine Miniermotte, es war kein Schädling, und da ist Sichtverbindung, und links und rechts sehen Sie Kastanien, die grün und dicht belaubt sind. Also und das ist deswegen so wichtig, ich bringe halt dazwischen immer ein bisschen die Argumente, die die Baumfachleute ja vorbringen, die sagen ja, Straßenbäume haben es schwierig, der Standort an der Straße ist ungünstig, oft kleine Baumscheiben, aber diese Schwierigkeiten, die Bäume haben in einer Straße, die können nicht den Unterschied erklären. Warum ist jetzt gerade die eine, von der Sicht ist zum Sender, warum ist die eine geschädigt? Also Unterschiede in einer Reihe. Lieber am Ende die Fragen, sonst komme ich draus, ja? Lieber am Ende, damit ich, das war jetzt, aber merken Sie sich's gut. Dann, das ist Kastanien, dann hier sehen es Linden in Göttingen, auch letztes Jahr im Juli 23, da sehen Sie eine Kirche, die St. Johanniskirche, da stehen Linden, im Funkschatten der Kirche sind die Linden dicht und grün belaubt, und die äußerste rechts, die hat Sichtverbindung zum Sender, eingerahmt, sieht man nur schwach, die ist schütterbelaubt, ist oben zum Teil schon abgestorben, da sieht man, die gedeiht nicht. Und dann ein Beispiel aus Sieke, da sieht man jetzt den Kontrast, da ist links, sehen Sie den Ortsteil Heiligenfelde von Sieke, da sehen Sie direkt die Sichtverbindung wieder, das Lagerhaus mit Sendern drauf, und links einen einseitig geschädigten Baum, und Anfang September, und nicht weit, nur circa 2 Kilometer östlich davon, etwas tiefer gelegen, sehen Sie ganz dicht belaubte Baumgruppe, auch viele Buchen dabei. Also da ist jetzt der Kontrast, die Ortschaft, die hoch belastet ist, und dann geht man ein bisschen weiter und sogar Ende Oktober noch dicht belaubt. Und das, mich hatte damals, ich habe das noch nicht alles zusammengestellt, mich hatte diese Sieke sehr bewegt, weil dort gibt es östlich von Sieke ein großes Gebiet, wo noch keine Sender stehen und wo es ganz viele gute, dicht belaubte Bäume
Sprünge gibt, wo man so gut zeigen kann, hier ist ein Bereich, wo es noch gut ist, also wo die Bäume das zeigen. Und links in diesem Ort, da will ich gleich erwähnen, dass es, wenn Sie selber sich jetzt auch auf den Weg machen wollen, es ist so, wenn man einen kleinen Ort hat, wo nur ein Sender in der Mitte ist, wie es in diesen Heiligenfelde war, dann kann man so gut, dann hat man den einen Sender, dann kommt es immer aus einer Richtung, wenn man einen Rundgang macht, kommt die Strahlung immer aus einer Richtung, dann gibt es nicht, in großen Städten kommt es ja oft von vielen Richtungen. Und dann geht man rum, das war dort der Fall, und dann haben wir ganz viele Bäume, man geht rundherum, ganz viele sind immer einseitig geschädigt. Und wenn sich das so wiederholt an dem Standort, dass so viele verschiedenste Arten, egal welche Art, wenn die immer auf einer Seite den Schaden haben, dann liegt der Verdacht sehr nahe, dass es der Sender ist. Und gut, jetzt, das war dieses Kapitel, auf der EMF-Datenbank der Bundesnetzagentur, die kann man abrufen, da findet man diese blauen Punkte, da sind die Standortbescheinigungen angegeben. Und die Standortbescheinigung, die gibt die Anzahl der Sender und die Hauptstrahlrichtungen der Sektorantennen. Und das haben wir ganz am Anfang gemacht, als erstes in Bamberg, haben wir dann in den Stadtplan alle, wie wir den Verdacht eben anfangs hatten, wir haben in den Stadtplan alle Sendeanlagen eingetragen mit den Hauptstrahlrichtungen der Sektorantennen und sind viele abgegangen und dann hat sich das wiederholt, dann haben wir eben an allen Standorten Schäden gefunden. Und das war praktisch dann auch der Auslöser, warum wir so intensiv fortgesetzt haben. Hier sehen Sie jetzt einen Ausschnitt von Kassel, da sind wir ja ganz da, der Ausschnitt Bad Wilhelmshöhe, das Gelbe sind die Standorte der Mobilfunksender, das Rote ist Tetra und das Orange noch ein Rundfunksender. Und Sie sehen links im Bild, ganz links ist das Schloss Wilhelmshöhe und ich will da nur kurz sagen, warum es eben sehr hilfreich sein kann, wenn man diese Hauptstrahlrichtungen kennt. Wie ich schon das erste Mal dann nach Kassel kam, ich bin dann wegen der Familie hierher gezogen, dann habe ich ganz nah beim Schloss, damals schon 2017, viele Schäden gesehen und habe dann aufgrund der Karte halt vermutet, aha, geht die Strahlung anscheinend bis hierher. Inzwischen, und man hat aber damals nicht gesehen, den Sender nicht sehen können. Ich wusste nur von der Karte und dachte, wahrscheinlich strahlt es bis hierher. Und jetzt ist es so, dadurch, dass im Nahbereich des Senders viele Bäume gefällt werden mussten, war ich letzte Woche noch mal zum Nachgucken am Schloss. Jetzt sieht man diesen Sender, das ist ein großer Sender, Hessischer Rundfunk, jetzt kann man ihn sehen und man kann an dem Schloss 400 Mikrowatt messen. Also das bringe ich jetzt hier vielleicht dazu. Am ersten Bild hatte ich ja gezeigt, 300 Mikrowatt und damals haben wir schon Gedeihstörungen bei den Hainbuchen gesehen und jetzt mache ich einfach einen Sprung ins Heute. Angebahnt hat sich das seit 2021, dass die Messwerte extrem angestiegen sind. Vorher maximal bis 10.000, meistens viel weiter unten, wo wir unterwegs waren und inzwischen extrem hoch, zwischen 10.000 und 100.000 und auch eben in größeren Entfernungen noch hohe Messwerte. Und jetzt hier bei diesem Bild, weil das eben der Teil von Kassel ist, Bad Wilhelmshöhe, war ich da oft unterwegs, weil da sehr viel Baumbestand ist, viele Bäume in Gärten stehen und in Parks. Und da ist jetzt auch in einer Hauptstrahlrichtung von dem Sender Kurhausstraße geht es bis zu 100.000 direkt vor einer Schule. Also ganz extreme Werte. Das soll aber jetzt nicht, also einfach, dass man das weiß, extremer Anstieg. Und die Strahlung ist gebündelt in Haupt- und Nebenstrahlen, wird abgestrahlt. Ich mache das jetzt kurz, dass wir zu den Bildern kommen. Die Nebenstrahlen, die gehen direkt schräg runter, deswegen findet man auch im Nahbereich manchmal Schäden, wie an diesem Ahorn. Der Hauptstrahl, der geht langsam schräg nach unten, je nach Höhe kommt der dann erst in etwa 300 Meter runter. Das ist jetzt hier im Fernbereich, da sind wir in 270 Meter Entfernung, da sind wir im Sektor von solchen Sektorantennen. Da sehen Sie links eine große Hainbuche. Wichtig ist jetzt hier, dass Sie sehen, sie steht in einem großen Garten auf Wiesengrundstück. Es kann also keine Wurzelverletzung erfolgt sein. Bei einseitigen Baumschäden, der einzige Grund, der zu einseitigen Baumschäden führen kann, was die Fachleute uns gesagt haben, als wir um Rat fragten, war, man muss ausschließen, dass Wurzelverletzungen durch Tiefbaumaßnahmen passiert sind, sonst kennen sie das nicht.
Wir haben oft Fachleute eben damals nach Bamberg und später an anderen Stellen eben um Rat gefragt und sie haben dann, wenn sie sowas gesehen haben, im Garten, einseitig im Baum, haben sie die Schultern gezuckt, haben gesagt, ich kann mir es nicht erklären, man sollte das untersuchen. Also wir hatten oft die Rückmeldung von Fachleuten, man muss dem nachgehen, man muss es untersuchen. Und es ist bisher noch nicht passiert, aber es wird in Gang kommen, weil es so deutlich ist. Das ist das war jetzt Nebenstrahl, Hauptstrahl in größerer Entfernung. Jetzt kommen ein paar Beispiele von einseitigen Baumschäden. Es trifft von einer Seite auf und die Strahlung nimmt, der Schaden in der Krone nimmt langsam zu von Jahr zu Jahr. Es wird schütter belaubt, hier sehen Sie es, der eine Teil ist eben schon geschädigt und langsam schreitet es fort. Wir haben dann gedacht, ist es nur in der Stadt oder auch auf dem Land? Das war für uns ein wichtiges Beispiel in Ebrach im Steigerwald. Eine Linde, die auf einer Seite den Schaden zeigte, obwohl der Sender 650 Meter weg war. Dann nahm es auch langsam zu und dann haben wir schon 2014 gesehen, wie sie gefällt werden musste. Und auch dort gab es keinen Grund oder keine Erklärung, warum das sein sollte. Hier sehen Sie auch damals nur 380 Mikrowatt, hinten Sicht mit dem Sender gelb und rot ist diese Linde, die dann inzwischen gefällt wurde. Und es gibt auch, das wird aber für heute zu viel, wir haben dann in Waldgebieten auch die Auswirkungen von Rundfunk- und Fernsehsendern gesehen, das überspringe ich jetzt. Wichtig ist, dass wir, das wussten auch schon die alten Nachrichtentechniker, das ist dann nicht nur für die Wälder, sondern auch in der Stadt wichtig, Bäume stellen Empfangsantennen für hochfrequente elektromagnetische Felder dar, die empfangen das und weil sie Wasser in sich haben, leiten die Strahlung durch den Stamm in den Boden, in die Wurzeln und das hat niemand untersucht, was passiert da in den Wurzeln. Der Verdacht ist, dass das auch Auswirkungen hat. Garmisch-Partenkirchen, da sehen Sie ein Baumpaar, von rechts kommt die Strahlung. Das habe ich jetzt hier reingenommen. Der Garmisch-Partenkirchen, da haben wir viele Schäden gesehen, auch im Kurpark. Ist deswegen so wichtig, in Garmisch sind die Niederschläge nicht zurückgegangen, fast im gesamten Landkreis, auch in den trockenen und heißen Jahren. Deswegen ist der Landkreis ganz wichtig jetzt für die Untersuchung. Da gibt es auch eine sehr große Dokumentation, weil ich da Betroffene betreut habe und das sehr häufig war. Niederschläge sind nicht zurückgegangen. In Neuburg gab es auch Betroffene. Da war vor 10 Jahren, hat man solch deutliche Schäden gesehen an einem Ahorn. Und durch die Nebenstrahlen und Hauptstrahlen, sehen Sie, ist die Krone verschieden stark geschädigt und die braunen Blattränder. In Burgheim, da war die Verbindung mit Erkrankungen von Menschen und von Bäumen so stark, weil dort waren schon ab 2003, war den Menschen schon aufgefallen, dass es eine Häufung von Erkrankungen gibt. Im Jahr 2016 haben wir eine Studie veröffentlicht, Balmori de la Puente, Helmut Bräunig, ein Forstwirt und ich, wir haben gemeinsam eine Studie über einseitige Baumschäden gemacht. Hier sehen Sie, ich zeige jetzt nur 2 Bilder davon. Von links, Sie sehen links, 2008 hat sich schon angedeutet, dass die linke Seite geschädigt ist. Der Schaden nahm zu und 2019 steht fast nur noch der halbe Baum. Der Baum steht jetzt immer noch. Vor 2 Wochen habe ich nachgeschaut, die Hälfte steht noch. Und man sieht, wie es langsam zugenommen hat. Und die Messungen, die waren eben im Jahr 2015 links hohe Werte, um die 3000, rechts 500 Mikrowatt. Dasselbe bei einem Nadelbaum, bei einer Douglasie. Da sehen Sie auch, wie es zugenommen hat über die Jahre. Und ich muss jetzt schnell machen, weil ich neue Bilder zeige. Rosemarie hat sich gewünscht, dass ich neue Bilder zeige. Das waren jetzt ein paar alte. Das sind nochmal die Hainbuchen, die gut gedient sind, auf der Seite, die wir am Anfang gesehen haben. Die Studie, die führe ich jetzt nicht aus. Ich möchte Ihnen die Bilder zeigen. Kassel. Auch einseitige Schäden, auch in großen Entfernungen im Park, Bergpark Wilhelmshöhe, 1,4 Kilometer Entfernung. Und da ist eine Schule, Bergahorn, auch schon weit fortgeschritten, im Jahr 2018 schon weit fortgeschritten.
Ingelheim 2019, da sehen Sie links den Sender auf einem Hochhaus. Da kommt von links die Strahlung, die Reihe von Robinien rechts, da sehen Sie, ganz links ist schon eine gefällt, dann kommt eine schwer geschädigte und ganz rechts, die hat noch Blätter. Also durch die Dämpfung und durch teilweise Ableitung der Strahlung können die hinteren Bäume besser dran sein. Darmstadt 2019, da war im Kirchturm waren die Sender. In der Vergrößerung sehen Sie diese braunen Kästen, die Robinie auch in einer kleinen Parkanlage, schwer geschädigt, schon ein fortgeschrittener Schaden. Und was jetzt da eben diese Unvernunft von zeigt und wo ich einfach die Hoffnung habe, dass das so nicht weitergeht, ist, 2019 waren schon die schweren Schäden da und trotzdem, und damals gab es 28 Sektorantennen, also in jede Himmelsrichtung 7, und trotzdem wurde im Jahr 2020 wurde die Sendeanlage erweitert und jetzt sind da 56 Sektorantennen drauf. Obwohl da schon die Schäden so sichtbar waren und nur kurz zum Erwähnen, auch rundherum um diesen Kirchturm konnte man die Schäden finden. Fränkisch Krumbach, da sieht man, bei Nadelbäumen muss man vorsichtig sein, Fichten sind sehr empfindlich für die Trockenheit, aber auch da muss man, wenn es einseitig ist, muss man den Einfluss berücksichtigen, der durch die Strahlung kommt. Auch wieder in großer Entfernung, 1,7 Kilometer, keine hohen Messwerte. Damals habe ich zu dem Zeitpunkt nur 66 Mikrowatt gemessen und dennoch der Schaden. Und rechts ein Berg auch an. Tetra macht auch Schäden, der BOS Digitalfunk. Das führe ich nicht aus. Zum gleichen Zeitpunkt, weil das waren ja 2019, das waren ja die trockenen und heißen Perioden und deswegen haben wir ganz intensiv immer geschaut, wie sind die Bäume im Funkschatten und waren eben, dann habe ich hier 3 Bilder, links Darmstadt, das ist eine Buche, ein Bergahorn und eine Linde, dicht belaubt im Juli, in Frankfurt im Funkschatten von Gebäuden. Frankfurt hat ja sehr unter der Hitze gelitten, viel Trockenheit, aber auch dort im September dicht belaubt. Und rechts, das ist in Freiburg-Günterstal, eine Buche im Funkschatten von einer Anhöhe, ganz dicht belaubt. Also es kann nicht allein Hitze und Trockenheit sein, wenn wir an funkarmen Standorten wenn es die Bäume noch so gut schaffen. Wenn natürlich jetzt die Hitze und Trockenheit über viele Jahre bleibt, dann ist was anders. Aber bisher haben es viele Bäume noch gut geschafft. Sie sehen jetzt einfach, egal wo man war, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, egal, auch in Düsseldorf, Solingen, Grafenhausen, also überall gibt es die einseitigen Schäden. Dadurch, dass es gibt jetzt an vielen Orten Menschen, die auf die Bäume achten, denen es auffällt und dadurch sind wir die letzten Jahre auch viel herumgekommen und dadurch habe ich dann auch viel gesehen. Hamburg. Jetzt die Schäden an Gewässern, die finde ich jetzt besonders wichtig, weil alle ja immer denken, ja, die Hitze und die Trockenheit. Und da jetzt ein Beispiel, das mich ganz früh einfach so bewegt hat, das war in Bamberg, die Burger Spitze, da war im September 2007, waren da die Buchen wurden die schon gelb, an der Burger Spitze. Die steht zwischen 2 Flussarmen von der Regnitz und da gelbe Blätter. Und das hat mich richtig gepackt. Da habe ich damals gleich an die Zeitung geschrieben, er soll mal kommen, ich will das ihm zeigen. Und dann, das standen auf dieser Burger Spitze, auf der Halbinsel eben Eichen und Buchen und Ahornbäume und die haben die Schäden ganz stark zugenommen und dort war auch aus einer Entfernung von 1,9 Kilometer kam die Strahlung vom Mobilfunksender. Also wo wir ganz früh gemerkt haben, auch in großen Entfernungen passiert was. Und hier sehen Sie im Luftbild den Vergleich 2002 und 2020, da sehen Sie rechts, dass da ganz viele Bäume, ich weiß nicht, ob man es jetzt so klein so gut erkennen kann, da mussten viele Bäume inzwischen entfernt werden. Und dann entlang der Regnitz nach Süden runter fiel dann auf, ich habe dort in der Nähe gewohnt, dann war eben auch für mich so bewegend, dass da mehrere Baumarten, dass die immer auf der Seite, die zum Sender gewandt war, auf der Flussseite, dass die Blätter vorzeitig verloren, schütter wurden und in der Folge gefällt wurden. Also die Bäume, die Sie hier sehen, Pappel, Birke,
Eiche, Erlen. Die Eichen stehen noch, aber sind dann zum Teil eben teilweise abgestorben. Die anderen wurden alle gefällt, die Bäume, die Sie sehen. Also Bäume direkt am Wasser. Hier am Tegernsee, auch direkt am See, schütterbelaubte Bäume. Und Tegernsee war ich damals häufig, weil ich dachte, die leben ja, für die ist ja Tourismus so wichtig. Und da ist es, wenn die sehen, dass ihre Bäume Schäden macht, dann ist ja die Fuhrpromenade, ist das ja schlimm. Bad Kissingen ist deswegen wichtig, liegt an der Fränkischen Saale. Da sehen Sie hier ein Beispiel, da ist es noch nicht so deutlich. Es wurden dort auch schon Bäume gefällt und an der Fränkischen Saale, die läuft in einem schmalen Tal mit Straße und Eisenbahnlinie, da strahlt es immer von oben, von den Sendern runter ins Tal. Da sind jetzt sehr viele Ufergehölze geschädigt und im Frühling von diesem Jahr wurde ein Verbot für das Befahren der Fränkischen Saale fast im ganzen Landkreis erlassen. Also das zeigt ja, also wie ernst das ist, dass es viele Schäden gibt, und es stand eben in der Erklärung vom Landratsamt, dass es sehr viel abgestorbene Bäume gibt und deswegen man nicht befahren darf. Und das zeigt ja, wenn so viele Ufergehölze absterben, da muss man nach der Ursache suchen, das kann nicht die Trockenheit sein. Der Staffelsee in Seehausen, ein Campingplatz, wo auch die Bäume alle schon zurückgeschnitten wurden, wo man den Sender sieht, 200 Mikrowatt damals im Jahr 2000 und wo es gefährlich wird. Jetzt muss ich gucken, jetzt mache ich es aber schnell, dass ich noch ein paar gefährliche Sachen Ihnen zeige. Aber diese PDF, die können Sie ja dann runterladen, damit Sie alle sehen. Chiemsee, an vielen Seen haben wir es gesehen. Das ist eins der ganz wichtigen Bilder, eine Eiche direkt am Wasser, das ist hier in Kassel in der Karlsaue. Da sieht man so gut, man sieht zwar den Sender nicht, aber Wasser und diese Eiche, die ganz schütter ist. Ja. Wasser verstärkt die Strahlung oder was macht Wasser? Nein, ich meine Wasser, es kann nicht der Wassermangel sein. So, habe ich jetzt, gut. Es kann nicht der Wassermangel sein, deswegen. Und hier ein Beispiel, es ist jetzt ein bisschen schade, aber genau, wir hören gleich auf und Sie schauen es in Ruhe an oder ich kann auch gern in den Pausen noch mehr erzählen. Also diese Eiche ist so wichtig und diese Buchenkropper, das ist praktisch das allerwichtigste Bild. Die stehen zwischen Kassel und Simmershausen, gibt es eine Straße, die direkt an der Fulda entlang führt und der Fahrradweg führt auch an der Fulda entlang ganz nah. Und zwischen dem Fahrradweg und dieser kleinen Straße, das ist eine kleine Straße, nicht viel befahren, da stehen sehr viele Buchen und diese Buchen, schauen Sie die an, die Kronen, die sterben ab. Und also es ist so, dass die Waldfachleute, die sind ja äußerst besorgt, weil der Wald so schwere Schäden hat in ganz Deutschland und weil oft die Buchen und die Eichen betroffen sind. Und es ist so, ich hatte extra eine Waldtagung letztes Jahr besucht, die Waldfachleute waren da sehr ehrlich, die sagten, sie sind ratlos, sie verstehen nicht, warum es so große Unterschiede gibt, warum es Stellen gibt, wo die Buchen gut sind und andere, wo schlecht, sie verstehen es nicht, diese großen Unterschiede. Und sie haben nicht damit gerechnet, dass die Buchen so schnell auf Hitze und Trockenheit reagieren. Sie dachten ja immer, die Zukunft ist ein Mischwald mit der Buche. Also sie haben ganz ehrlich gesagt, wir haben das nicht erwartet. Und nur ist es so, auf der Tagung habe ich dann viele versucht eben anzusprechen und ihnen gesagt von dem Verdacht. Dann haben die auch gesagt, man sollte dem nachgehen, aber bisher traut sich noch keiner. Und dieses Beispiel, aber ich werde eben jetzt nochmal alle Waldfachleute anschreiben, dieses Beispiel, dass man die Buchen direkt an einem Fluss hat und dass da nur der Fahrradweg ist, also keine Bodenversiegelung, Verdichtung und direkt am Fluss, das ist im Grunde das beste Buchenbeispiel. Und hingekommen bin ich dort, weil ein Baumpfleger von Hessenmobil, die machen die Pflege an den Straßen, also die Sicherheit, weil ja an den Straßen muss ja auch ständig zurückgeschnitten werden, der hatte mir gesagt, der war gerade wo und hat zurückgeschnitten, dann habe ich ihn auch freundlich angesprochen und erzählt, was wir beobachten, da war der ganz interessiert, das hat mich dann natürlich wieder gefreut und hat erzählt, hat eben auch gesagt, wir haben oft Sachen, wo ich nicht verstehe, warum, und die Linden unten an der Fuldatalstraße, da muss ich alle 2 Jahre hin und wieder zurückschneiden an den Linden und ich weiß nicht warum, die stehen doch im Tal ganz nah am Fluss und durch ihn bin ich dann praktisch hingekommen, habe mir die Linden angeguckt und dann diese fortgeschrittenen Schäden bei den Buchen gesehen. Also das werden wir auch gut, das war das
Das wichtigste Beispiel, achso, es kommt ja noch das Kapitel dann, genau, die jungen Bäume, oder hier das Lübeck habe ich ganz viel dokumentiert, da gibt's, weil es da auch so interessierte Leute gab, da hat der BUND eingeladen und da war ich dann zweimal sehr ausführlich und da sind die Messwerte auch eben schon extrem angestiegen, da war ich letztes und vorletztes Jahr, das ist eine Skateranlage und da sind 260.000. So hohe Werte. Also da ist einfach so, das darf man darf nicht Kinder so exponieren. Aber jetzt ist mir eben so, ich bin so froh, dass wir so viel dokumentiert haben, weil die Bäume, die helfen uns jetzt. Junge Bäume gedeihen nicht. Und das ist ein ganz krasses Beispiel aus Lübeck. Da habe ich von einem, den habe ich kennengelernt und der hat mir erlaubt, dass ich sein Luftbild verwenden darf. 2007 wurden dort über 600 Bäume und Sträucher gepflanzt. Die sehen Sie links in dem Luftbild und ganz rechts sehen Sie so einen Ahorn, der ist 17 Jahre alt. Und die wurden gepflanzt in die Strahlung rein und da sehen Sie, dass die Bäume nicht gedeihen können. Und das ist dort deswegen so ein ganz wertvolles Beispiel, weil so viele Bäume gepflanzt wurden und weil nicht nur die Ahorn, auch andere Bäume nicht gedeihen. Also besser geht es eigentlich nicht. Und weil das ja von Gartenbaufirmen gepflanzt wurde. Und dann geht es überall so, dass die Bäume nicht gedeihen. Auch in Berlin, direkt vor dem Reichstag, gedeihen sie nicht. Die wurden gepflegt, neue Boden und trotzdem gedeihen sie nicht. Also und Sie sehen jetzt mit den jungen Bäumen, wenn wir doch, weil ja überall immer gefällt werden muss jetzt, dann heißt immer, ja, wir pflanzen wieder neu, aber unsere Beobachtung zeigt, die jungen Bäume können nicht gedeihen. Also dass junge Bäume nicht gedeihen können, erscheint mir ganz wichtig und das können Sie in Ruhe anschauen. Jetzt die Gefahr, wir haben eben auch schon vor Hitze und Trockenheit, haben wir gesehen, dass an den Sendern die Bäume absterben, hier in Nürnberg die Ahorn, dann an verschiedenen Stellen und jetzt akut, das ist Wiesbaden, jetzt es stürzen auch viele Bäume um. Einer in unserer Gruppe, der sammelt die ganzen Meldungen über Baumpflegemaßnahmen, umgestürzte Bäume. Hier sehen Sie, in einem Park in München war eben im März letzten Jahres eine Buche umgefallen, unerwartet und gefährlich. Da wurde niemand getroffen, aber direkt daneben war eine Radfahrerin. Und Sie sehen auch dort in dieser Anlage in München, da waren wir schon früher, 2011, hat man schon Hinweise gesehen. Und München hat auch gute Niederschläge. München ist kein trockenes Klima. Das sind 3 Beispiele, die auch die Gefahr zeigen. Neben der Straße in Göttingen, oben die Schüttere Krone, dann in Kassel, Robinien direkt an der Straße, schütterbelaubt und rechts auch ein Baum über der Straße. Dann heißt es, wenn dann Äste runterbrechen, ja Starkregen, aber vorgeschädigte Bäume brechen und stürzen viel leichter. In Berlin ist eine Rotarche umgestürzt, da waren wir auch schon. 2017, also das hatte ich da hat man 2017 schon Hinweise gesehen, da sehen Sie keine dichte Belaubung und zum Teil einseitig geschädigt und da ist auch hier im Januar diesen Jahres ein Baum umgestürzt, hat Menschen verletzt. Und jetzt zum Schluss sage ich nur noch diese Hoffnung, die in Kassel eben ist. In Kassel gab es das Documenta-Projekt, 7000 Eichen. Zwischen 1982 und 1987 wurden 7000 Bäume in Kassel gepflanzt, oft in Reihen und in Alleen. Und dadurch kann man dann, und später kamen ja dann die Sender dazu, so kann man an diesen Reihen, jetzt, das ist ja ein Freilandexperiment, das läuft da, jetzt kann man dort sehr gut untersuchen, wie geht es den Documenta-Bäumen, die im Funkschatten stehen und wie geht es den Exponierten. Und wir waren jetzt schon ein paar Mal schon an etlichen von den 7000 Bäumen unterwegs und da habe ich auch große Hoffnung, dass wir da weiterkommen. Gut, dann höre ich da jetzt auf. Ja. Ich glaube, es gibt noch mal ein Buch und ich wollte fragen, hast du mit 5G und 4G auch unterschiedliche Erfahrungen?
Es ist so, dass jetzt auf vielen Sendern ist ja jetzt 5G zusätzlich draufgekommen, also nicht reines 5G, sondern Sender, die wurden erweitert und von 5G ist mit drauf. Deswegen, ich kann jetzt nur sagen, seit 3-4 Jahren, seit eben sowohl LTE Advanced wie 5G dann kam, schrittweise, seitdem sind die Messwerte extrem angestiegen und die Bäume nehmen die Schäden extrem zu. Aber ich kann es aber wenn jetzt jemand von Ihnen erlebt, dass irgendwo ein Sender neu aufgestellt wird, wo vorher noch die Bäume gut sind und wo ein neuer Sender, zum Beispiel ein reiner 5G-Sender am besten oder es ist egal, aber das wäre jetzt für uns auch ganz hilfreich, also wenn Sender neu aufgestellt werden und der Baumbestand gut ist, da würden wir sehr gerne weiter jetzt das gleich dokumentieren, weil das ja wie ein Beweisstück ist. Wir wollen auch jetzt intensiv nochmal Wissenschaftler ansprechen damit, weil man kann es so leicht untersuchen. Sie haben es ja gesehen, ja? Also wir beobachten in Bamberg, dass das sieht man auf deinen Bildern, auf die jungen Bäume, die Kronenschäden werden stärker. Ja. Und es ist so, dass uns so ein Messtechniker von der Bundesnetzagentur, die halt dann sagen, muss uns doch unten messen. Ja. Die 5G-Strahlung kommt nicht nach unten. Die kommt 1,50 Meter, 2 Meter oben rauf, ja. deshalb ja. diese Kronenschäden. Ja. Ja. Dann haben wir eben, habe ich dir erzählt, im Bug, ne, beim Schwimmverein, ja. also beim Neptun, ne, ja. die Bäume, da steht genau hinten ja. eine Antenne und es scheint, als würde dieser Baum von innen her geschwächt werden. Dieses Umfallen der Bäume bei einem das sind ja Rundumstrahler, ne, ja. die halt dann sehr hoch gefahren sind und wo der Baum das ja auch aufnimmt. Ne, ja. Das muss man dann auch. Das müsste man eigentlich intern messen. Da fängt der Baum an das ist eine ganz alte Linde, ne? Ja. Von der Kronenseite, die innen noch dicht ist, zu degenerieren. Ja. Also das sieht man gar keine Schneisen, sondern einfach dieser Flimmer außenrum. Ja. Ja. Diese umgefallene Buche in den Park von München. Ja. Und das ist mir jetzt ganz oft aufgefallen, dass also genauso wie bei der Buche, die umgefallenen Bäume eigentlich, da sind überhaupt keine Wurzeln unten mehr. Genau. Die faulen irgendwie an den Wurzeln weg. Ja. Und Sie haben jetzt eben gesagt, dass die Bäume ja Antennen sind und die Strahlung übers Wasser in die Wurzel geführt wird. Und die muss also in der Wurzel irgendwas machen und die Wurzeln sind nicht in Ordnung. Können Sie das vielleicht, haben Sie da mehr Informationen? Dass man halt, das ist die Vermutung, weil das ganz häufig jetzt der Fall ist, dass Bäume umstürzen und keine Wurzeln mehr da sind. Dann heißt es, das ist die Fäule. Aber also Tatsache ist, dass eine Ableitung stattfindet. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Da gab es eben ganz früh schon Techniker, die das wussten, dass eine Wassersäule eine Antenne ist und der Baum genauso. Und man kann das mit der Rundantenne auch messen, dass der Stamm leitet. Das kann man messen. In funkarmen Stellen, da messe ich nichts am Stamm, in der belasteten. Aber was jetzt in der Wurzel stattfindet, das kann ich jetzt nicht, das ist eine Vermutung. Da gab es schon Leute, die vermuten, es verändert sich ja da, wo es unten ankommt, im Boden, da verändert sich ja der pH und damit passieren ja da Reaktionen. Aber da kann ich jetzt, das wäre wichtig, aber da kann ich jetzt nichts sagen. Kann ich es Ihnen jetzt aber, wenn also die Wassersäule die Antenne ist, dann ist ja wissenschaftlich klar, dass ich unten auch mehr Strahlung habe. Ja. Und es ist bekannt, dass Pilze halt im Bereich von EMF-Befeldung stärker wachsen. Ja. Wäre das die Antwort? Tun wir gleich noch mehr reden? Sie wollten noch was fragen? Also die Fragestellung war genau die gleiche. Ja. Also Pilze, das müssen Sie mir noch genau sagen, was Sie da wissen über die Pilze. Ja.